Sauberes Wasser ist ein kostbares Gut, das nachhaltig geschützt werden muss. Um mehr über das Thema Wasserkreislauf zu lernen, besuchen jedes Jahr zahlreiche Schulklassen die ARA Langmatt. Als dynamischen Einstieg in den Rundgang durften wir für den Abwasserverband Region Lenzburg einen außergewöhnlichen Lehrfilm realisieren. Uns war klar, damit der ARA-Besuch sowie das vermittelte Wissen noch lange in den Köpfen unserer jungen Zielgruppe bleibt, braucht es eine unterhaltsame Story mit einprägsamen Charakteren, kindgerechten Illustrationen und kreativen Analogien. Inspiriert durch die teils skurrilen Fundstücke, die im mechanischen Reinigungsbecken von Kläranlagen angespült werden, erschufen wir zwei einzigartige Charaktere. Cheese, eine vorlaute blaue Socke mit wirbelndem Haar, die sich das Gebiss von Opa Manfred als modisches Upgrade verpasst hat. Und Toe, eine liebenswerte Socke in Gelb, mit schicker Brille und einer gigantischen Zahnlücke. Für maximales Charisma. In einem bunten Chaos aus Garnen, Filzkugeln, Gebissen und Hemdsknöpfen schnipselten wir eifrig Modellierschaumstoff und jonglierten mit verschiedensten Wollknäueln, um daraus extravagante Häkel- und Strickfrisuren zu erschaffen. Und als krönender Abschluss kam Toes hippe Brille maßgeschneidert aus dem Schneideplotter. Ein echter Hingucker. Abwasserreinigung ist Hightech und findet in einer blitzblanken Umgebung statt. Um das zu betonen und Ekel zu vermeiden, entschieden wir uns bewusst für eine stilisierte Farbwelt. Nebst der Brandfarbe Blau wählten wir ein knalliges Pink für Fette und Bakterien und ein elegantes Lila für Sand und andere Feststoffe. Die glatten Linien und Flächen haben wir aufgebrochen und mit Oberflächenstrukturen an die charmante, haptische Textilwelt angepasst. Um das junge Publikum bei der Stange zu halten, haben wir unsere Geschichte mit einer bunten Schar illustrierter Figuren vollgepackt, wie ein Zürcher Tram zu Stoßzeiten. Nebst Tim vom Abwasserverband und seinen beiden Freunden Lara und Robin bevölkern über 30 verschiedene Mikroben mit ihren eigenwilligen Persönlichkeiten die Welt des Lehrfilms. Bei einigen herrscht ausgelassene Partystimmung, andere sind kuschelig verpeilt und wiederum andere hungrig und angriffslustig mit Hang zur totalen Selbstüberschätzung. Da ist die futuristische Roboterzentrifuge, die wie ein Pokémon aus dem Himmel herabstürzt. Und da die zufriedene Kuh am Faulturm, die genüsslich ihre Winde in die Welt hinausschickt. Alles mit dem Ziel, Wissen auf kindgerechte, unterhaltsame und berührende Weise zu vermitteln. Nachdem unser Testlauf bei Schulklassen zu großer Begeisterung geführt hat, ging's los mit der animierten Umsetzung des gesamten Films. Im Tonstudio begaben wir uns mit Sprecherin Fabian Hadorn auf die Suche nach den idealen Stimmen für Tim, der Erzählstimme des Lehrfilms, und Cheese und Toe, dem ausgeflippten Sockenpaar. Toe, so ein bisschen auf der Stimmlage ist gut. Ja. Und Cheese ist mehr so. Ja. Ist mehr so ein bisschen kratziger. So eine Whisky-Stimme. Wollt ihr das richtig brutale eher vorne oder soll ich mir das eher hinten? Ich kann auch so sprechen. Also so ein bisschen Federal, Schweizerdeutsch. Wir definierten Sprechtempo, Stimmhöhe und Farbe, Akzente und Dialekte und fanden für jede Szene den passenden emotionalen Ausdruck. Das geht ja ab wie auf einer Geburtstagsparty. Nach zahlreichen Lachern und amüsanten Momenten kam das Beste zum Schluss. Die mundgemachten Geräuscheeffekte, die unserer Geschichte das gewisse Etwas verleihen würden. Ja. Nach dieser fulminanten Performance standen Cheese und Toe bereit für ihren großen Auftritt vor einem leuchtend grünen Greenscreen, wo sie wild gestikulierten, überzeugend nickten, die Haare rebellisch um sich warfen und sich im Kopfstand übten. Alles perfekt synchronisiert zu den Sprachaufnahmen. Kaum hatten wir die beiden Filmreifen im Kasten, begann die eigentliche Magie. Im digitalen Compositing wurden unsere Stars sorgfältig aus ihren Greenscreen-Aufnahmen herausgelöst und in die farbenfrohe, illustrierte Welt des Lehrfilms katapultiert. Dort stolpern sie von einem Abenteuer ins nächste und interagieren mit Trinkröhrchen. Nein, Toe, andersrum, nicht trinken. Genauso wie mit Bratpfannen. Nein, Cheese. Öle und Fette gehören nun wirklich nicht ins Spülbecken geschüttet. Am Ende unserer kreativen Reise angekommen, ließen wir im Sounddesign durch geschickte Kombination von Sprache und Soundeffekten Bild und Ton aufeinandertreffen und zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen.
Endlich war der Moment gekommen. Unser Lehrfilm stand bereit, um Schulklassen zu begeistern, die Sinne zu kitzeln und junge Herzen zum Hüpfen zu bringen, damit der Rundgang durch die Kläranlage zum unvergesslichen Erlebnis wird. Wasser ist ein kostbares Gut, das nachhaltig geschützt werden muss. Diese Botschaft konnte der Abwasserverband Region Lenzburg den Kindern auf unterhaltsame Weise vermitteln und hoffentlich einige auch dazu anstoßen, verantwortungsvoller mit Wasser umzugehen und als künftige Generation den Schutz unserer Umwelt aktiv mitzugestalten. Cube hat es geschafft, ein wichtiges Thema auf humorvolle, charakterstarke und vor allem kindergerechte Art zu vermitteln. Ein Rundgang der Kläranlage ist zu einem unterhaltsamen Erlebnis geworden, mit einer Botschaft, die die Kinder bewegt und die sie daheim mit Begeisterung erzählen können.